Moin, herzlich willkommen hier auf Johns MOBA. Etwas über 150 Tage ist es her, seit ich das letzte Mal für euch hier ein Video aufgenommen habe. Und der ein oder andere hat wahrscheinlich gedacht, dass gar nichts mehr kommt. Zwischendurch habe ich das tatsächlich auch gedacht. Jetzt habe ich Lust und Zeit und tatsächlich auch einen coolen Anlass, euch hier ein Video wieder mitzubringen. Ich werde auch in Zukunft wieder ein bisschen was hier auf dem Kanal publizieren. In welcher Menge und in welcher Reihenfolge, das kann ich euch alles noch gar nicht verraten. Und ich habe jetzt auch nicht, wie vielleicht viele andere, einen riesigen Plan zum Relaunch des Kanals und was alles neu und besser und schöner und toller wird als vorher. Ich lasse mich da einfach genauso wie ihr auch euch wahrscheinlich am Ende überraschen. Ich habe auch, wie ihr hier jetzt so sehen könnt, schon ein bisschen Material für die nächsten Videos, was sich so in den letzten 150 Tagen bei mir eingefunden hat. Die Lieferzeiten sind da ja auch so ein bisschen kompliziert manchmal momentan. Und heute habe ich euch was ganz anderes mitgebracht. Da kommen wir gleich drauf. Und wer da jetzt direkt hin möchte, ich habe hier für euch das eingeblendet. Das ist der Timecode, an dem wir mit dem weitermachen, was ich euch heute vorstellen wollte. Mir geht es jetzt ein paar Sekunden für alle, die das möchten, einmal darum, was habe ich eigentlich die letzten 150 Tage gemacht? Warum habt ihr keine Videos von mir bekommen? Und vielleicht für diejenigen, die von euch, die länger dabei sind, die drängendste Frage, wie geht's meiner besseren Hälfte? Erstmal, es geht ihr auf jeden Fall viel besser, das ist schon mal richtig, richtig gut. Allerdings werden immer noch bleibend Sachen da bleiben, deswegen muss ich auch gucken, wie wir das hier organisieren. Und ich glaube, das wäre schon eine eigene Videoserie, wenn man drüber sprechen würde, so deutsches Gesundheitssystem und solche Sachen. Alles keine Themen für hier. Tatsächlich, was habe ich so die letzten 150 Tage gemacht? Der eine oder andere weiß es ja, das Thema Modellbahn ist bei mir, oder Modellbau im Allgemeinen, ist eins von mehreren Themen. Und das Schöne beim Thema Modellbau ist, man kann das auch einfach mal ein halbes Jahr an die Seite stellen und es passiert ihm nichts. Also im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Haustieren, Kindern, Partnerschaften, wenn man da ein halbes Jahr nichts macht oder sich ein halbes Jahr nicht drum kümmert, hat das in den meisten Fällen keine guten Effekte. Anders ist das beim Thema Modellbahn oder Modellbau. Und da muss ich sagen, ich hatte jetzt einerseits durch den Unfall meiner besseren Hälfte, aber auch durch einige andere Dinge, die so passiert sind, so unglaublich viel um die Ohren, dass mir einfach auch die Energie fehlte, tatsächlich für euch Videos zu produzieren. Das klingt ganz verrückt, aber es ist wirklich so, wenn ihr ein Hobby habt wie jetzt Modellbahn, das soll einem ja Energie spenden. Man braucht aber auch eine gewisse Zeit und Energie zum Beispiel, um so ein Video zu produzieren. Und ich habe mich in den letzten 150 Tagen eigentlich sogar eher darüber gefreut, wenn ich mal die Chance hatte, mit der Eisenbahn hier durch die Gegend zu fahren, mit einer meiner neuen Lokomotiven, ohne dass ich jetzt gleichzeitig dann filmen musste, mir überlegen musste, mit welchen Winkeln machst du das, recherchierst du noch zu der Lokomotive. Das sind alles Dinge, die mir Spaß machen, wofür ich aber ein gewisses Level an Energie noch zusätzlich brauche. Und das fehlte mir einfach in dieser doch teilweise herausfordernden Situation. Und der Anlass für heute, da kommen wir jetzt mal zu, um das Thema ein bisschen abzuschließen. Wenn ihr Fragen oder Ähnliches habt, einfach unten in die Kommentare. Ihr erinnert euch ja dunkel. Heute geht es darum, und zwar gibt es ein Unternehmen namens Funhole, das in den deutschen Markt möchte. Und die haben vielen Leuten, unter anderem auch mir, angeboten, sich Dinge von ihnen anzuschauen. Und da gibt es etwas, was mit Eisenbahn zu tun hat. Und da dachte ich mir, das ist doch was für uns. Und zwar diese sogenannte Steampunk Train Station, so nennt sich das. Ja, also ihr seht, großer Karton. Und bevor wir jetzt zu dem Set selber kommen, noch ein paar Worte zum Thema Funhole als Firma. Das ist aus Bausteinen. Ja, ihr kennt alle wahrscheinlich den bekanntesten Hersteller von solchen Klickbausteinen, die Firma Lego. Und die Firma Funhole ist quasi ein, in Deutschland eher unbekannter Mitbewerber, die in den deutschen Markt wollen. Jetzt muss man aber dazu sagen, bei diesen ganzen Sachen, das kommt hier aus China, es hat ein CE-Zertifikat
Das heißt also, es entspricht den europäischen Standards für Spielzeugsicherheit. Und ganz, ganz wichtig, es gibt auch hier einen deutschen Vertrieb, einen deutschen Kontakt. Das ist jetzt also nicht irgendein grauer Import oder sowas, sondern ein ganz, ganz offizielles, hochwertiges, zertifiziertes Set. Ihr seht selber, das ist relativ groß. Es hat 1843 Teile und wird gesagt ab 8 Jahren. Ich habe das Set hier kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen und ich habe euch noch was mitgebracht. Und zwar gibt es bei Funhole, wenn ihr das da auf der Webseite bestellt und ihr verwendet den Rabattcode, den ich euch hier einblende bei der Bestellung, 10% Rabatt für euch und weiterer Vorteil, ich bekomme auch eine kleine Provision dafür dann. Genau, also so viel zum Thema Transparenz. Ich habe dafür jetzt nichts bezahlt und ja, die Bezahlung von mir ist ein Review, aber ein Review ohne eine Vorgabe von der Firma Funhole. Das fand ich ganz spannend. Ich dachte nämlich erst, das wäre tatsächlich Spam. Ich wurde angeschrieben von der Firma Funhole, ob ich nicht Lust hätte, so ein Set-Review zu machen. Und dann dachte ich so, naja, gut, Bausteine haben wir sonst nicht gehabt, aber es geht um das Thema Eisenbahn, also das könnte ganz gut passen. Ich habe aber tatsächlich vorher gegoogelt, ob es die Firma überhaupt gibt und bin extrem positiv überrascht. Also wenn ihr euch den Karton hier anguckt, der ist dick und hochwertig. Der war jetzt bei mir so ein bisschen eingedrückt hier, wen das stört. Der ist schnell angekommen. Er ist bei mir aus Deutschland versendet worden. Und das war viel, viel größer und schwerer, als ich erwartet habe. Also vielleicht um euch da, wenn ihr so ein bisschen nicht wisst, kann man solche Sachen bestellen. Also bei der Firma Funhole kann man nach meiner Erfahrung jetzt auf jeden Fall bestellen. Und man bekommt dafür auch was Ordentliches und jetzt nicht irgendwelche Fake-Geschichten oder sowas. Wenn ihr euch mit dem Thema Bausteine bisher nicht beschäftigt habt, dann seid ihr jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr hier in dem Video. Aber das sei gesagt, es gab bis vor wenigen Jahrzehnten oder mehrere Patente, glaube ich, noch von Lego auf solche Bausteine. Das ist heute nicht mehr so. Ja, also diese typischen Bausteine, die Lego auch verwendet, die sind heute patentfrei, die kann jeder eben verwenden. Und es gibt nur noch Patente und 3D-Marken auf bestimmte Steine oder auf diese typischen kleinen Figürchen, die ihr kennt. Genau, Figuren sind da keine dabei, dafür aber so ein Buch. Und ja, es war eine lustige Beschäftigung für ein paar Abende. Ich habe hier in Summe, wenn man sich das mal anguckt, das sind über 400 Bauschritte. Also 407, 420, glaube ich. Ja, also ungefähr 420 Bauschritte für die 1800 Teile. Und ja, so sieht das Ganze da drin aus. Muss man jetzt, glaube ich, nicht viel zu sagen. Kann man sehr, sehr gut folgen. Ich bin jetzt sonst nicht so der Typ von diesen Noppensteinen. Insofern, ich habe es geschafft, ihr schafft es auch. Und was ich extrem positiv fand, was mich wirklich positiv überrascht hat an diesem Set ist, also erstmal hat man hier so eine richtig schöne Beschreibung. Man hat auch eine Beschreibung zur Firma selber. Und die Firma Funhole selber hat eine Besonderheit. Und das ist das, was ich an diesem Set so super krass finde und was ihr euch vielleicht deswegen auch anschaffen könnt. Die Sets von Funhole sind beleuchtet mit LEDs. Die können also wirklich einen beleuchteten Bahnhof darstellen. Das heißt also, das hier auf diesem Bild, das ist jetzt keine optimale Darstellung, sondern das Licht ist in Wirklichkeit sogar noch heller. Das ist richtig beeindruckend. Und ja, die Firma gibt es seit 2020 mit solchen Bausteinen. 2014 haben die angefangen mit solchen LED-Sets für Bausteine. Das heißt also, ihr könnt euch ein Set kaufen von irgendeiner Firma, zum Beispiel Lego, und dann gibt es von Funhole so eine Ergänzungssets, mit denen man das Ganze dann schön beleuchten kann, wenn man sich das in die Vitrine stellen will. Und irgendwann 2020 hat Funhole sich gesagt, Mensch, machen wir doch mal eigene Sets. Die haben inzwischen, glaube ich, 6 Stück rausgebracht. Dieser Bahnhof, den ich hier gleich ins Bild hole, der steht da, deswegen zeige ich da immer hin, ist mit der größte und er ist inspiriert vom Thema Steampunk. Da kommen wir gleich auch noch mal drauf. Aber es ist wirklich unglaublich von der Beschreibung her. Hier wird wirklich alles in jedem Detail beschrieben, wie man
mit diesen kleinen LEDs umgehen soll. Wie man Sticker, das ist so einer der Punkte, es ist halt viel mit Stickern, was hier gearbeitet wird, wie man das macht. Wie die kleinen Steinchen in Wirklichkeit aussehen und in welcher Farbe sie in der Anleitung quasi abgedruckt sind. Das ist beides sehr ähnlich, aber alle diese Dinge. Und dann geht's los. Ich konnte dem komplett gut folgen. Ich habe das Gefühl, dass an ein, zwei Stellen hier irgendwo was nicht ganz richtig ist in der Anleitung. Das waren aber wirklich nur so einzelne kleine Steine. Ich sage euch aber auch, ihr habt es ja eben gehört, hier Thema Energie, Wachheit, Fitheit. Ich habe das abends gebaut. Also wahrscheinlich ist die Anleitung korrekt und ich habe es einfach nur verpeilt und irgendwo so kleine Steinchen dann weggelassen. Hält trotzdem am Ende und hat ganz lustige Effekte. Also so viel zum Thema Anleitung, ist so ein ganzes Büchlein hier. Da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Und was da rauskommt, das hole ich jetzt mal kurz ins Bild. Das ist nämlich echt groß. So, und zwar haben wir hier den einen Teil. Und jetzt holen wir nochmal den anderen Teil dazu. So, jetzt seht ihr schon, welche Größe das hat. Also nach den echten Maßen, das ist irgendwie knapp 70 cm lang, um die 50 hoch und um die 40 breit. Das stimmt auch tatsächlich. Es ist modular aufgebaut, was da rauskommt. Das ist also quasi ein Bahnsteig mit einer schönen Bahnhofsuhr, wie ihr hier seht, und Bahnhofsschild. Und hier oben noch so einer Monorail-Bahn, die lang fährt. Und dann gibt es hier einen zweiten Bahnsteig auf der anderen Seite. Und als drittes Element, was jetzt hier noch dran ist, das ist quasi so ein Schienenstrang. Und jetzt machen wir einmal hier die Besonderheit von Funhole. Und zwar, seht ihr es, wir haben hier eine Beleuchtung. Bei mir ist jetzt relativ hell hier im Raum, aber ich blende euch auch ein paar Bilder ein, wie es im Dunkeln aussieht. Aber ich glaube, der Effekt, der kommt jetzt schon rüber und ihr seht, wie hell das ist. Und so sieht dieser Bahnhof dann im Ganzen aus. Man kann den auf zwei verschiedene Arten bauen. Man kann also entweder, wie bei mir, das Gleis in der Mitte liegen haben, oder man kann auf beiden Seiten quasi das eine wegnehmen und dann hat man einen langen Bahnhof mit einem Gleis davor. Das ist so mal grundsätzlich das Ganze. Es ist aus meiner Sicht irgendwie spannend, aber, und das ist jetzt das erste so, ihr seht es, also manchmal ist die Bautechnik so, man muss ein bisschen vorsichtig sein, sonst fällt da was runter, wie zum Beispiel jetzt hier unsere kleine, ja, was ist das? Unser Signal, kann man sagen. Das ist hier dieses kleine Signal, was man hier so drehen kann, was jetzt hier grün, gelb leuchtet und auf der anderen Seite rot, dass man von der Seite nicht reinfährt. Also das ist schon realistisch. Und es ist ein Spielset. Die Figürchen, die jetzt hier drin sind, die nehmen wir mal alle schön raus. Die habe ich jetzt nur fürs Größenverhältnis hier reingestellt. Das sind kleine Figuren, die gehören nicht dazu. Die kommen nämlich entweder bekannt aus Billund oder hier noch von Kobi habe ich da welche reingestellt. Also von der Größe her ist es aber perfekt auf diese kleinen Figürchen ausgerichtet von den verschiedenen Herstellern. Und warum finde ich dieses Set eigentlich so spannend? Das eine ist, ich war mir auf den Fotos gar nicht so sicher und ich weiß auch nicht, ob das in dem Video so rüberkommt. Das Set sieht optisch einfach richtig, richtig gut aus, wenn es aufgebaut ist. Also auf den Fotos denkt man so, ja, sieht irgendwie so ein bisschen dunkel aus und sowas, ne? Mal gucken. Und wenn ihr das dann aufgebaut habt und das so vor euch steht, ging es zumindest mir so, dass ich das Gefühl hatte, ja, das passt. Also es ist von den Proportionen, von den Ideen her, alles so, dass ich sage, es ist als Spielset in gewisser Weise hervorragend aufgebaut. Weil ich kann, wenn ich jetzt als Kind hier reingreife, habe ich viel Platz, kann hier wunderbar spielen, habe hier ganz klar die Bereiche, wo jetzt Leute sitzen können und warten können. Ich habe hier eine Uhr. Ich habe aber auch so lustige kleine Details. Also hier ist zum Beispiel jetzt so eine kleine Maus, ja, mit so einem kleinen Stück Käse. Und ich weiß gar nicht, ob man das in dem Video gut sehen kann. Also hier ist dann noch so eine Klappe. Das ist so eine Art Mausefalle. Ja. Und das ist wirklich richtig gut durchdacht. Ja, dann gibt es hier ganz, ganz viel, was man drehen kann. Also das Ganze hat ja Steampunk, so nennt sich das. Steampunk, wer es nicht kennt, googelt es am besten. Es würde zu lange dauern, das komplett zu erklären. In ganz, ganz kurzen Worten,
Steampunk ist eine Art Retro-Science-Fiction. Das heißt also, man nimmt die Welt des viktorianischen Großbritanniens und denkt von da die Technologie weiter, aber rein basierend auf Dampftechnik. Das heißt, Steampunk ist dann immer richtig guter Steampunk, wenn man mechanisch übertreibt. Das heißt also, Dampftechnik finde ich persönlich wunderbar, Dampflokomotiven liebe ich. Und Steampunk ist dann, wenn man übertreibt. Das heißt, wenn man riesige Zahnräder hat, die unglaublich viel irgendwie an Dampf ausstoßen in alle Richtungen und es sich bewegt und daraus eben eine Technologie entsteht, die man eigentlich jetzt mit einem zum Beispiel Verbrennungsmotor oder Elektromotor heute antreiben würde. Plus eben das ganze Thema viktorianisches England mit den entsprechenden Kleidungsstilen von damals. Und das kombiniert quasi sozusagen diese Begeisterung der viktorianischen Zeit für alles Technische, Mechanische mit der Übertreibung. Das geht so in Richtung Steampunk. Es gibt ein Riesengenre dazu. Googles mal, wenn es für euch spannend ist. Man muss es aber auch nicht als Steampunk-Set hier betrachten. Also man kann es auch einfach als Bahnhof mit spielerischen Funktionen für Kinder betrachten. Und das ist der Punkt, warum ich euch das jetzt hier primär vorstelle. Ja, also jetzt, wenn man so ist wie ich, man kann sich das jetzt hier ins Regal stellen, hat ein cool beleuchtetes Set und könnte jetzt hier natürlich statt dieser Schienen, die übrigens auch beleuchtet sind hier unten, ihr seht das, statt dieser Schienen könnte man jetzt auch tatsächlich hier zum Beispiel von dem Märklin-Bausteinezug, wer den kennt, ganz normalen C-Gleis oder mehrere C-Gleise durchlegen und könnte dann mit dem Bausteinzug hier durchfahren. Oder man hat vielleicht von Lego oder anderen Herstellern schon solche Züge, hat aber keinen passenden Bahnhof. Und das ist aus meiner Sicht das Alleinstellungsmerkmal von diesem Set, unabhängig vom Thema Steampunk und der Beleuchtung. Es gibt momentan außer, sag ich mal, so eine Art kleinen Haltestellen keine bespielbaren Bahnhöfe so richtig in diesem Universum. Also es gibt von der Firma Blue Bricks, wenn ihr das kennt, so quasi Modellbahnhöfe. Das sind dann wirklich komplett riesige Gebäude, die kann man aber nicht wirklich bespielen, weil da kann man als Kind gar nicht so viel reingreifen. Und von Lego aus Billund gibt es eigentlich nur so bessere Haltestellen, wo dann irgendwie aus 3 Platten quasi neben dem Gleis was gemacht wird. Und wenn ihr mal einen richtigen großen Bahnhof haben wollt, vielleicht wirklich mit so einem Element, wie man das kennt, so einem Bahnhofsportal, seid ihr eigentlich aufgeschmissen in der Spielwelt. Und da greift dieses Set dann hier rein. Man muss sagen, das Set ist nicht ganz preiswert. Allerdings ist es, wie ihr seht, auch riesig. Also das Ganze kostet auf der Website von Funhole $142, glaube ich, momentan. Mit dem Rabattcode, hier nochmal eingeblendet, kriegt ihr 10% Rabatt. Und die haben ja auch noch andere Sets, die ich heute jetzt nicht vorstelle. Also könnt ihr aus $14 Rabatt noch mehr machen. Ihr könnt es auch bei Amazon bestellen. Das ist auch möglich, müsst ihr einfach googeln, Funhole, Steampunk, Train Station oder eben über die Links gehen unten und dann bekommt ihr das bei Amazon auch direkt, wenn ihr wollt, mit Amazon Prime sogar. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Aber es ist eben einer der wenigen Bahnhöfe und jetzt nehmen wir uns mal die Teile hier so einzeln vor. Wir starten mal mit dem, was man auch beim Bau als erstes macht, und zwar dieser Plattform hier. Die hat ein paar schöne Details und das Ganze ist auch ziemlich stabil. Das kann ich euch mal zeigen. Also ich kann es wirklich hier so hinhalten. Da liegt zum Beispiel hier so eine kleine Zeitung oben. Ja, das ist so ein nettes kleines Detail. Dann haben wir hier so Lampen, warum auch immer die so klappbar sind, habe ich jetzt nicht verstanden, ist aber so. Und dann habt ihr hier einen dampfbetriebenen Fahrstuhl. Und das ist so typisch Steampunk hier mit diesen ganzen Rohren und Zahnrädern und allem. Und dann könnt ihr diesen Fahrstuhl hier hinten mit so einer Kurbel, könnt ihr den dann hin und her fahren. Also da seht ihr jetzt, da ist er, ne? Der bewegt sich jetzt hier runter. Oder ich kann ihn halt dann wieder hochkurbeln. Und das Ganze funktioniert über so diese bekannten Zahnräder und Achsen und sowas. Das funktioniert auch einigermaßen gut. Also soweit man das jetzt mechanisch gut machen kann mit so kleinen Plastikzahnrädern auf Plastikachsen. Habt jetzt nicht den Anspruch, dass das so gut funktioniert, wie wenn wir das jetzt schön als Modellbauer mit Metallachsen und Metallzahnrädern machen. Aber jetzt zum Kinderspielen wunderbar geeignet.
Und der Fahrstuhl ist auch groß genug, dass man da so eine kleine Figur reinstellen kann. Und dann kann man hier von der unteren Ebene auf die obere fahren und hat hier so eine Brücke, mit der kann man dann rübergehen, theoretisch eben zu dieser Monorail-Überkopfbahn, die übrigens auch beleuchtet ist. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ansonsten habe ich dann hier ganz, ganz viele Elemente, wie zum Beispiel diesen beleuchteten Schornstein. Ich habe hier so eine Lampe, ich habe hier drunter eine Beleuchtung. Und das sieht in live echt stimmig aus. Also ich glaube, im Video kommt das auch so ein bisschen rüber, aber die haben das von den Lichtfarben richtig, richtig gut gemacht. Was allerdings ein Problem ist, weil ich das als Spielset wirklich einordne. Für ein richtig, sag ich mal, echtes quasi Modellset, in Anführungszeichen, habe ich einfach zu viel Platz und zu viele Spielelemente und zu wenig echte Architektur. Also aus der Sicht Spielset. Was ein Problem ist, es wird gesagt, ab 8 Jahre. Und ich habe ganz, ganz viele kleine, fisselige Kabel. Ja, genau. Also es sind, wie gesagt, es sind 2 Elemente, die sind hier so verbunden. Aber zum Beispiel hier hängen so Kabel. Hier hängen Kabel. Und dann habe ich hier hinten auf der Rückseite, da seht ihr es, so einen Stromverteiler. Und das finde ich persönlich hier in Kombination mit diesem Akkupack und diesem USB-Anschluss. Also ihr müsst es nicht über dieses Akkupack hier machen. Ihr könnt auch das Ganze an eine Powerbank anschließen oder so, aber ne, so ist das dann. Das wird also über 5 Volt USB betrieben, ist jetzt auch für Kinder deswegen komplett ungefährlich. Aber diese Kabel sind halt relativ dünn und die LEDs relativ klein. Also ich glaube, als 8-Jähriger wäre ich zu ungeduldig gewesen und hätte gegebenenfalls hier schon beim Bau was kaputt gemacht. Jetzt schreibt Funhole selbst auch ganz intensiv in der Anleitung immer, wenn irgendwas kaputt ist oder kaputt gegangen ist, meldet euch, wir schicken euch das zu. Und nach meinem bisherigen Kontakt mit der Firma kann ich mir das auch tatsächlich gut vorstellen. Also ich habe schon direkt beim Auspacken so gewisse Sachen gehabt, wo ich gesagt habe, hey, also zum Beispiel, dass diese Delle eingedellt war von dem Karton oder dass man eben, und das ist ein so ein Punkt, nicht gesagt bekommt, wie viele Tüten habe ich denn pro Bauschritt. Also ihr habt verschiedene Bauschritte und dann sind die Tüten wunderbar markiert, alles Bauschritt 1, aber nirgendwo steht, habe ich jetzt 4 Tüten oder 5 Tüten für Bauschritt 1, sondern ihr habt so einen riesen Haufen Tüten, müsst ihr raussuchen. Diese ganzen Sachen habe ich alles der Bella, schöne Grüße, von Funhole direkt zurückgespielt und da kam sofort, ja, alles klar, nehmen wir in die Produktentwicklung als Idee mit auf. Insofern kann ich mir das schon sehr gut vorstellen und weil die ja auch in den deutschen Markt rein wollen, tatsächlich hier auch ja eben eine Vertretung in Deutschland gegründet haben, dass sie da sehr, sehr kundenfreundlich agieren, sollte mal was kaputt gehen. Aber das ist halt so ein Punkt, wo ich denke, naja, für einen 8-Jährigen oder eine 8-Jährige kann das schon schwierig sein. Ansonsten von der Qualität her, dafür, dass das jetzt quasi hier in Deutschland ein No-Name-Produkt ist, also hervorragend. Man könnte sich vorstellen, dass das aus den gleichen Maschinen kommt wie vom Marktführer, wie er sich selber nennt. Der produziert ja inzwischen auch in Asien. Und vor allen Dingen geht das wunderbar wieder auseinander und zusammen und hat aber trotzdem die richtige Festigkeit. Also wenn ich das jetzt hier so raufdrücke richtig, so, Kind hat es fertig gebaut, Kind möchte neu bauen, perfekt. Ja, also nicht wie bei anderen Herstellern, wo das dann entweder gar nicht hält oder viel zu stark hält. Hier wirklich perfekt. Steinequalität, auch so, wie man das jetzt kennt. Ja, also wie man es erwarten würde. Ich habe da nichts, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie minder qualitativ gewesen oder so, sondern das ist alles ganz hervorragend. Das Einzige, was mich eben stört, ist, dass hier ganz, ganz viel mit Aufklebern gearbeitet wird. Also alles, was ihr hier so seht, wie das jetzt hier, dieses kleine Schildchen und so, das sind alles Aufkleber. Auch auf dieser Zeitung, die jetzt hier liegt, oder da unten liegt noch so ein Ticket auf dem Boden oder so, das sind alles Aufkleber. Das finde ich nicht so schön und für 140, 150 Euro quasi von einem noch nicht bekannten Hersteller hier, glaube ich, da wären so Prints auch angemessen gewesen, dass das drauf gedruckt wird. Genau, also das so die eine Seite und die andere Seite, da haben wir dann hier diesen typischen viktorianischen Uhrturm, der wirklich massiv gebaut ist. Also wenn ihr euch das anguckt, das ist wirklich massiv groß gebaut. Über 50 Zentimeter hoch in der Höhe, schön beleuchtet. Und auch die Uhr, das sieht alles richtig gut aus. Aber auch da
das Ziffernblatt sind wieder Aufkleber. Zur Massivität, wenn ich jetzt mal hier dieses Akkupäckchen festmache. Ja, also was ist da rausgefallen? Genau, hier so Kisten. Aber von dem, was zum Set selber dazugehört, Bespielbarkeit, ne? Man kann das einfach mal so auf die Seite drehen. Ja, man kann es so als Kind dann bei sich irgendwo ins Regal stellen, wenn abends aufgeräumt wird. Das hält, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das fällt nicht auseinander. Ne? Also könnt ihr auch hier so an einer Ecke so halten. Kein Problem. Auch an der Ecke, wo jetzt auf der anderen Seite der Turm ist. Kein Thema. Also das ist gut. Wenn ihr jetzt natürlich hier oben am Turm das hochheben wollt, das funktioniert nicht. Klar. Da müsst ihr schon ein bisschen mehr in die Substanz reingreifen. Also das ist alles richtig gut. Auch so die Architektur kommt aus meiner Sicht gut rüber mit der Bahnhofshalle. Man hat also genug, dass man sieht, worum es geht. Man kommt aber auch an alles als Kind gut ran. Einziges Thema, auch bei dem zweiten Part hier wieder, ist dieses Akkupack und dieser Kabelsalat, der so ein bisschen dabei rauskommt. Und, dass man es verpasst hat, aus meiner Sicht, diesen Akkupack, den ich jetzt hier mal so reingesteckt habe, irgendwo einem festen Platz zu verschaffen. Also aus meiner Sicht wäre es eine Leichtigkeit gewesen, für den Akkupack zum Beispiel hier in diesem Turm unten so ein Fach zu machen. Das finde ich ein bisschen schade. Man kann das hier zwar feststecken, aber das ist ja auch nicht so ideal irgendwie. Ansonsten gibt es da jetzt keine Punkte, die mich irgendwie gestört haben. Ich finde es sehr cool. Ich finde auch hier diese bewegliche Monorail hier oben gut. Und ich glaube, dass man da viel mit anfangen kann. Und wenn ihr das dann andersrum hinstellt, ich hatte es ja eben gesagt, ihr könnt das ja auch hintereinander so stellen, dann seht ihr schon, also da kommt schon echt ein großes Set bei raus. Es gibt dann noch das hier. Das soll so eine kleine Straßenbahn über Kopf, Monorailbahn sein. Die ist auch beleuchtet, allerdings müsst ihr die dafür auseinandernehmen. Das ist aus meiner Sicht so wieder einer der Punkte, das ist nicht so durchdacht. Ja? So, also, wenn es dann beleuchtet ist, habt ihr theoretisch, muss ich es mal wieder zusammensetzen hier richtig, machen wir so rum, dann sieht man es auch. Also wir haben sogar einen beleuchteten Innenraum, dann haben wir vorne Lichter, hinten Lichter und wir haben hier unten eine Beleuchtung und hier unten so Steampunk-mäßig wieder so einen kleinen Propeller. Und das Ganze kann man dann hier reinhängen und dann ankommen. Also dadurch, dass das so einen Propeller unten hat, könnte man jetzt auch sagen, das ist so der, ja, wir sind ja alle erwachsen, Raum von Christian Lindner, das ist also quasi das Flugtaxi, ja, also das perfekte Set. Hier mit Propeller, mit Flugtaxi kann man hier reinfliegen und kann dann direkt weiterfahren. Also in Summe muss ich sagen, hat mich das echt mehr überzeugt, als ich dachte. Also ich dachte am Anfang so, naja, sollen sie es dir mal zuschicken, guckst du dir mal an. Aber ja, die Erwartung war jetzt nicht so groß und vor allen Dingen hatte ich auch so ein bisschen Unklarheit darüber, wie ist das denn qualitativ. Also ich habe schon erwartet, dass das irgendwie so ein bisschen billig wirkt, weil es halt von einer unbekannten Firma kommt. Ja, also was man halt vielleicht für so Vorurteile hat. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn ihr solche Befürchtungen habt, die kann ich euch hier komplett nehmen. Also qualitativ ist das auf dem gleichen Level tatsächlich wie vom Hersteller der kleinen gelben Figuren hier, als auch von den polnischen Kollegen des Dänen, von Kobi. Das nimmt sich nichts. Tatsächlich ist es so, dass jetzt Kobi, würde ich sagen, qualitativ noch ein bisschen drüber liegt. Also Kobi ist aus meiner persönlichen Wahrnehmung besser als Lego inzwischen tatsächlich. Aber weniger zum Spielen geeignet. Und hier habe ich mal ein Set, was wirklich zum Spielen geeignet ist. Zeitlich würde ich sagen, passt das auch ganz gut. Wir gehen ja schon auf Richtung Weihnachten. Und wer noch was sucht, was mit Eisenbahn zu tun hat, was man irgendwie auch einem Enkelkind oder Tochter, Sohn schenken kann, ist hier, glaube ich, ganz gut bedient, hat Spaß beim Bauen und hat dazu noch diese Beleuchtung. Man kann es wahrscheinlich auch einsetzen, wenn man hier so Richtung Harry Potter oder sowas geht. Da, glaube ich, passt das auch ganz gut rein. Und es gibt von Funhole auch noch passend sogar einen Zug dazu.
Vielleicht kann ich euch den hier auch irgendwann mal vorstellen. Also aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall einen zweiten Blick wert, wenn euch solche Themen interessieren. Und mein Plan ist auch, wenn ich irgendwann mal dazu komme, dass ich das mal kombinieren will mit dem Bausteinzug von Märklin. Und dann hätte ich hier auch einen passenden Bahnhof dazu. Ansonsten kann das halt auch als gute Hintergrundkulisse erstmal dienen, wenn man das so auf eine Seite macht, ins Regal stellt oder so und dann hier vorne auf diesem typischen Plastikgleis irgendwie eine Lok von einem anderen Hersteller hinstellen will oder so. Ne? Also, ich finde, das Set ist rundum gelungen. Es hat halt, ja, so ein paar Dinge, die kann man wahrscheinlich nicht viel besser machen, wenn man jetzt ein Spielzeugset haben will, aber man hätte eher drüber nachdenken können. Das eine ist es mit dem Thema Kabeln. Wenn ich jetzt die LEDs hier habe eben, kann man die irgendwie besser verstecken. Ist wahrscheinlich schwierig, aber ist eine Falle, kann leicht kaputt gehen. Und das andere ist, man könnte an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich noch ein ganz bisschen mehr so spielerische Details reinbringen. Also wenn wir jetzt mal gucken hier, dieser Turm hier unten, das ist da komplett leer. Also ich stelle mal jetzt hier den kleinen Herrn von Kobi dahin. Seht ihr, ist komplett leer, steht jetzt nur der Mannequin. Da könnte man, eigentlich hätte man da irgendwie noch so einen Zeitungsstand oder irgendwie sowas reinmachen können. Andersrum hat das jetzt natürlich auch das Potenzial, viel Fantasie beim Kind wieder freizusetzen oder bei euch, wenn ihr das selber nutzt. Ich bin also in Summe ja, überzeugter, als ich dachte. Ja, und ich finde, es hat einfach irgendwie so einen beeindruckenden Touch. Ne? Wenn man das jetzt mir so komplett zusammenpackt, muss man sagen, ja, natürlich fallen hier überall immer so Dinge ab, wenn man da so dran rumfingert. Das ist, glaube ich, ganz normal. Kann man immer hier sowas abnehmen. Dafür ist es aus Baustein. Aber wenn ihr euch das so anguckt, also das hat schon was. Und wenn ihr euch mit dem Thema Steampunk beschäftigt, muss man auch ehrlich sagen, so dieser Style, wenn man ihn so nennen will, vom Steampunk, der kommt da schon rüber. Also sei das jetzt hier mit diesen Zahnrädern am Uhrturm oder dann hier auf der Rückseite auch noch mit so einem kleinen Boiler und sowas. Also das kommt schon alles rüber. Es gibt halt zum Thema Steampunk sonst nicht viel, obwohl es eigentlich ein dankbares Thema wäre in dieser Bausteinwelt, weil man unglaublich viel machen könnte und weil man ja gerade über diese, sagen wir mal, Technikserie mit den Zahnrädern auch in dem Bereich wirklich viel machen kann. Was noch so ein bisschen mich am Anfang gestört hat, ist, ihr seht das ja hier, die sind ja alle nicht verbunden, diese drei Teile, dass ich 2 Akkuboxen habe und dann noch zusätzlich den Lüttenwagen hier mit so einer Mini-LED da beleuchtet habe. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und bin dazu gekommen, dass ich dachte, okay, es ist auch eigentlich ziemlich schlau. Klar, wenn ich mir das jetzt selber ins Regal stelle und einfach nur irgendwo einen Schalter haben will, dann müsste ich mir irgendwie so einen USB-Hub dahinter legen. Wenn ich jetzt als Kind oder eben als Familie damit spiele, dann habe ich das ja sowieso modular. Dann habe ich den einen Teil vom Bahnhof und möchte den vielleicht getrennt beleuchten. Und ich habe den anderen Teil vom Bahnhof mit dem Fahrstuhl, wo ich dann vielleicht auch getrennt beleuchten möchte, der vielleicht woanders steht. Das macht schon mal Sinn. Und dann habe ich ja hier noch Christians Flugtaxi. Und dieses natürlich mit einem E-Fuel betankte Flugtaxi, das fliegt ja hier durch die Gegend, durch den Raum und landet dann hier in der Schiene und nimmt wieder Passagiere auf. Da kann jetzt keiner drin setzen, weil dieser Akkupack da drin ist. Aber aus der Sicht macht es natürlich total Sinn. Also wenn ihr es als Spielset betrachtet, macht das 100% Sinn. Und es ist tatsächlich auch in der Packung noch so ein weiteres Anschlusskabel für so einen USB-Anschluss dabei. Ihr könntet also tatsächlich statt diesem kleinen Akkupack hier so ein Kabel irgendwie raushängen und dann hier irgendwo runterführen,
sodass ihr das dann alles beleuchtet habt. Also das würde sogar funktionieren, dass man hier nicht den nochmal extra beleuchtet, dann wäre man bei 2 Akkupacks und dann könnt ihr einen USB-Hub nehmen und dann funktioniert das auch wieder. Also da bin ich schon durchaus angetan von diesem Set und auch davon, wie das aufgebaut ist. Finde ich, macht Spaß. Jetzt habt ihr hier nochmal die Rückseite, quasi wie man auf diese Bahnhofshalle raufguckt. Ihr könnt euch jetzt auch vorstellen tatsächlich, wenn ihr noch ein zweites davon kauft und ihr habt jetzt hier auf der anderen Seite den Turm, wenn ihr das quasi spiegelverkehrt aufbaut, was ja auch geht, dann habt ihr einen echt beeindruckenden Spielbahnhof. Aber ich sag mal, für alle normalen Kinderzimmerzwecke oder auch Erwachsenenzimmerzwecke reicht das hier vollkommen aus. Genau, also das wollte ich euch mal zeigen. Habe damit hoffentlich dem einen oder anderen jetzt so ein bisschen eine Idee gegeben, vielleicht doch mal wieder was mit Bausteinen zu machen. Mich selber hat das tatsächlich dazu animiert, hier diese Mannequins mal wieder rauszusuchen. Habe festgestellt, ich habe irgendwie gar nicht so viele hier. Also der Rest ist bei meinen Eltern irgendwo auf dem Dachboden oder im Keller. Aber dann habe ich hier so ein paar Leute wenigstens, die hier den Bahnhof beleben können. Offiziell ist der Bahnhof dafür gedacht, solche Diamanten hier zu verschiffen. Das steht hier auch irgendwo drauf. Bei den Departures und so weiter, das ist quasi hier die Central Station. Und dieser Zug, den es auch von Funhole gibt, das ist so eine Dampflok natürlich, klar, Steampunk, die hat hinten einen Wagen, der ist beladen mit solchen Kristallen. Also die Spielidee ist, dass man hier solche Kristalle transportiert. Ja, kann man machen, muss man nicht, hat man aber auf jeden Fall so ein paar Kisten, die man hier irgendwo hinstellen kann oder eben von den Männchen transportieren lassen kann. Also in Summe Qualität top, Aussehen und Stimmigkeit des Sets auch top. Zielgruppe schwierig, weil ich finde, für einen 8-Jährigen ist das mit den LEDs zu fummelig. Und Preis 150 Euro oder 142 Euro ist schon gesalzen, selbst wenn man jetzt die 10% Rabatt abzieht, also irgendwie 15 Euro oder 14 Dollar, die ihr noch abzieht, wenn ihr das jetzt mit meinem Rabattcode bestellt, ist es immer noch nicht günstig, sondern eher ein teures Bausteinset. Auf der anderen Seite bekommt ihr dafür aber eben auch was qualitativ ziemlich Hochwertiges, so wie ich es jetzt hier kennengelernt habe. Da fehlen vielleicht am Ende dann die fertig gedruckten Fliesen, aber ansonsten ist das qualitativ, ja, werdet ihr jetzt, oder ich habe keinen Unterschied zu den Dingen festgestellt, die man so aus Dänemark bekommt und finde teilweise ist es hier auch wirklich schön gelöst von der Menge der Teile und vom Aufbau her. Ja, also mir gefällt's. Schreibt gerne mal unten rein, was ihr davon haltet. Keine Sorge, das wird jetzt hier auch kein Bausteinkanal oder so. Aber ich dachte, die Firma Funhole war so nett zu mir. Einerseits, weil sie mir dieses Set geschenkt haben. Andererseits, weil wirklich der Kontakt echt angenehm war, dass ich das einfach mal euch hier vorstelle. Und ihr vielleicht auch mal so einen Blick nach außen bekommt, was so die Welt außerhalb der Modellbahn zum Thema Eisenbahn sagt. Steampunk selber ist ja eigentlich ein eher unbekanntes Thema, was aber von den Elementen her an ganz, ganz vielen Stellen zum Einsatz kommt, gerade im Film. Also wenn ihr euch das so anschaut, diese Steampunk-Geschichten, und dann schaut ihr Filme wie zum Beispiel Sherlock Holmes von 2009, oder die neuen Sherlock Holmes-Filme, und dann werdet ihr feststellen, da sind kleinere Steampunk-Elemente drin. Einfach weil natürlich das optisch für einen Menschen unglaublich spannend ist, wenn sich so viele Zahnräder drehen und es einfach irgendwie alles ein bisschen übertrieben ist. Der Film lebt von der Übertreibung und insofern ist es, glaube ich, heute tatsächlich schwer zu differenzieren, was ist Steampunk in einem Film und was ist realistisch. Also es wäre realistisch, wäre so eine Dampfmaschine in so einem Film wahrscheinlich viel langweiliger, wenn sie nicht so ein ganz bisschen Richtung Übertreibung gehen würde. Ja, und aus diesem Sinne glaube ich, dass man auch dieses Set hier gar nicht als Steampunk-Set wirklich betrachten muss, sondern einfach sagen kann, liebes Kind, hier ist ein super cooler Bahnhof für unsere kleinen Dampflokomotiven. Gerade wenn ihr so in Richtung von dem
Märklin-Bausteinzügen unterwegs seid, könnte das echt was für euch sein. Oder wenn ihr eben hier so diese klassischen Plastikgleise aus Billund oder von anderen Herstellern verwendet, auch dann könnte das was sein. Genau. Also, cooles Set. Zumindest mir gefällt es richtig gut. Schreibt eure Meinung gerne mal unten rein. Und ich denke, beim nächsten Mal werden wir uns wieder dem ganz, ganz klassischen Modellbahn-Thema widmen. Und zwar müssen wir mal schauen, womit wir starten. Ich habe hier 3 Lokomotiven, mindestens. Eigentlich habe ich noch mehr, die ich euch auf jeden Fall zeigen muss. Und ich bin am Überlegen, womit wir starten. Wahrscheinlich mit der kleinen hier. Aber das überlege ich mir nochmal. Auf jeden Fall freut es mich, wenn du jetzt so lange noch hier mit dabei warst. Und dann sehen wir uns in Kürze hier auf Johns MOBA gerne wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Ciao.